Wir sind nicht perfekt. Ich glaube, wir haben schon einiges erreicht, aber wir wollen uns weiter verbessern, kontinuierlich. Die Messe München ist ja nicht ein ganz normales Unternehmen. An der Spitze unseres Aufsichtsrats stehen Politiker. Der Oberbürgermeister ist Aufsichtsratsvorsitzender, die bayerische Wirtschaftsministerin erste stellvertretende Vorsitzende. Das ist schon eine besondere Verpflichtung. Der Oberbürgermeister sagt mir vor kurzem, wenn die Messe gut läuft, dann ist es sicher das Verdienst der Geschäftsführung. Wenn irgendwas schief geht, bin ich der Erste, der dafür zur Rechenschaft gezogen wird, warum ich nicht gut genug aufgepasst habe. Das ist die Sensibilität, glaube ich, der Gesellschaft, der Struktur. Wir haben 1998, als das neue Gelände eröffnet wurde, bis 2007 jedes Jahr Defizit gemacht und haben Zuschuss bekommen, 2007 zum ersten Mal, dann wieder 2 Jahre nicht und ab 2010 haben wir jetzt jedes Jahr Profit erwirtschaftet. Das heißt, das Unternehmen hat sich sehr stark verändert dadurch. Und wenn so ein Unternehmen im Umbruch ist und sich verändert, müssen Sie irgendwann auch mal innehalten und sagen, wofür stehen wir eigentlich? Sind wir eine Hürde oder sind wir ein staatliches Unternehmen oder sind wir jetzt ein Unternehmen, das nur Profitmaximierung auf den Fahnen hat? Und da Klarheit zu schaffen, da sind Werte ganz hilfreich. Ich finde, der wichtigste ist Verantwortung. Einmal Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Handeln. Also auch erstens Entscheidungen sich trauen zu treffen und diese Entscheidungen dann auch zu vertreten. Eine Verantwortung natürlich gegenüber den Gesellschaftern. Es sind nach wie vor Stadt und Land. Letztendlich gehört die Messe München den Bürgern Bayerns und Münchens. Trotzdem haben wir natürlich auch eine Verantwortung für das Unternehmen, in einem immer härteren Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu sein. Und wir haben Verantwortung für unsere Kunden. Manche investieren hier Millionen in einen Messeauftritt von 4, 5, 6 Tagen. Und ich finde, ein Unternehmen muss heutzutage auch Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, für das, was um uns herum passiert und auch für nachkommende Generationen. Stichwort das Thema Nachhaltigkeit. Bei der Planung und beim Bau des Messegeländes Mitte der 90er Jahre war das Ziel, ein Gelände zu bauen, das wirklich der Nachhaltigkeit in allen Aspekten verpflichtet ist. Das heißt, man hat die Frage des Grünanteils sehr extensiv beantwortet. Wir haben eine Photovoltaikanlage, eine der größten ihrer Art, auf den Hallendächern installiert. Wir nutzen mittlerweile Geothermie. Das Thema Müllentsorgung ist ein wichtiges. Das Regenwasser wird aufgefangen und eben nicht in die Kanalisation eingeleitet, sondern zur Speisung des Sees ja genutzt. Das ist der Umweltaspekt. Wir übernehmen aber auch an anderer Stelle Verantwortung. Zum Beispiel, nachdem wir einen Frauenanteil von über 60% haben, spielt für uns das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, wir bieten viele Möglichkeiten, den Mitarbeitern diese Vereinbarkeit zu erleichtern, einmal was die Kindererziehung anbelangt, aber durchaus auch in der späteren Lebensphase, wenn die Eltern zum Beispiel zum Pflegefall werden. Und als vor mittlerweile 3 Jahre ist es ja, hier in München täglich Zehntausende von Flüchtlingen angelandet sind, die als Ungarn die Grenzen geöffnet hat, haben wir hier spontan innerhalb von wenigen Stunden die Hallen ausgestattet, um denen wenigstens ein Dach über den Kopf zu geben. Auch das gehört dazu. Wir haben im Übrigen auch junge Flüchtlinge als Auszubildende eingestellt, insgesamt 3 an der Zahl, die hier sehr erfolgreich jetzt eine Berufsausbildung machen. Also unser Anspruch ist natürlich, diese Werte jetzt nicht nur in Deutschland zu leben, sondern auch global. Wenn ich jetzt China nehme, das enorme Umweltprobleme hat, die Luftverschmutzung ist teilweise katastrophal in diesen Megacities. Ich war jetzt gerade vor einigen Monaten in Chengdu. Es hatte furchtbaren Smog in diesem Jahr, schlimmer wie in Peking, und die Leute dort haben mir erzählt, die sehen das ganze Jahr die Sonne nicht mehr, weil einfach die Luft so stark verschmutzt ist. Die Umwelttechnologiemesse IFAD, die wir hier in München erfolgreich zur Leitmesse, Weltleitmesse weiterentwickelt haben, gibt es mittlerweile in China 2-mal. Sie boomt geradezu jedes Jahr fast eine Halle größer. Damit leisten wir natürlich auch einen Beitrag, dass jetzt die Umweltsituation sich in China weiter verbessert. Die Politik legt da großen Wert drauf. Wir bringen die Firmen, die die Lösungen dafür haben, nach China. Und ich glaube, das ist auch ein Beitrag zur weiteren Entwicklung der Situation in den jeweiligen Ländern. Wenn Firmen, die solche Werte leben und praktizieren, erfolgreich sind, dann strahlt es auch aus und
zeigt auch, dass es durchaus möglich ist, unter Wahrung solcher Werte auch Gutes zu tun, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Der ehrbare Kaufmann hat eine sehr, sehr lange Tradition. Dieser Gedanke, verhalte dich so gegenüber anderen, wie du selbst behandelt werden willst, der ist, glaube ich, immer noch ein ganz guter Leitsatz.